In diesem Video wird erklärt, was die automatisierte Aufgabenplanung eigentlich ist. Insbesondere wird betrachtet, wie sie den Robotereinsatz in der Montage vereinfachen kann. Aber beginnen wir von vorn. Vor der Montage steht traditionell in einem ersten Schritt die Konstruktion. Hier werden Ideen für neue Baugruppen ausgearbeitet. Diese Ideen werden dann in Form von verschiedenen Dokumenten weitergegeben. Beispielsweise gibt es Stücklisten und Bauteilzeichnungen. Basierend auf diesen Dokumenten wird in der Arbeitsvorbereitung unter anderem entschieden, in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt welche Produktionsschritte erfolgen sollen. Wenn der Einsatz von Robotern geplant ist, muss dieser im nächsten Schritt programmiert werden. Wir erhalten also als Eingang in die Montage Arbeitspläne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Programm für den Roboter. Im letzten Schritt kann dann in Kollaboration zwischen Mensch und Roboter eine Baugruppe montiert werden. Dieser typische Kreislauf birgt jedoch insbesondere für Unternehmen mit kleinen Stückzahlen einige Schwachstellen. In der traditionellen Roboterprogrammierung wird ein bestimmtes Programm erstellt, das nur genau eine spezielle Anwendung besitzt. Für neue Bauteile muss dementsprechend immer ein neuer Code geschrieben werden. Zusätzlich erfordert die Programmierung ausgebildetes Fachpersonal und sie nimmt viel Zeit in Anspruch. Um diese Probleme zu umgehen, soll die automatisierte Aufgabenplanung eingesetzt werden. Basierend auf Informationen aus der Konstruktion wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geplant, welche Aufgaben Roboter und Mitarbeiter erledigen müssen. Aus den Aufgaben kann dann automatisiert ein Roboterprogramm erstellt werden. Ein Vorteil der automatisierten Aufgabenplanung ist die flexible Anwendung, da neue Bauteile ohne großen Aufwand von der KI geplant werden können. Zusätzlich wird kein Fachpersonal mehr benötigt und die Berechnungen dauern nicht länger als wenige Minuten. Aber wie genau verwendet man die automatisierte Aufgabenplanung? Insgesamt müssen für den Einsatz nur 3 Arten von Informationen gesammelt werden. Zuerst einmal benötigt die automatisierte Aufgabenplanung Ziele, also welche Bauteile überhaupt montiert werden sollen. In diesem Beispiel sieht man einen fertig montierten Aufsatz. Daraufhin wird der Ausgangszustand analysiert. Das heißt, der automatisierten Aufgabenplanung muss übergeben werden, welche Akteure, welche Bauteile und welche äußeren Eigenschaften wie Tische in die Planung einbezogen werden können. Zuletzt muss noch spezifiziert werden, zu welchen Aktionen die Akteure in der Lage sind. Beispielsweise kann ein Roboter, wie im Video zu sehen, Bauteile aufnehmen. Mit diesen 3 Grundbausteinen erstellt die automatisierte Aufgabenplanung dann ohne weitere Unterstützung die Pläne für Mensch und Roboter. Der dargestellte Plan zeigt beispielhaft die Aufgabenverteilung für das zuvor vorgestellte Zielbauteil. In der Simulation wurde das Konzept bereits validiert. Verschiedene Baugruppen konnten mit Hilfe der automatisierten Aufgabenplanung montiert werden.